Hallo und herzlich willkommen zu Fancy Noise. Nee? Okay. Hallo und herzlich willkommen nach viel zu langer Zeit zu einer neuen Folge von Fancy Noise. Ich zeige euch heute mehrere Möglichkeiten, wie ihr eine Ablage bzw. einen Trap Table für eure Sticks, Schlägel, Kleinpercussion oder ähnlichen Krimskrams bauen könnt. Trap Tables aus dem Handel sind relativ teuer, außerdem kann man die meistens aus Sachen nachbauen, die man eh noch vom letzten Cajon-Bauprojekt zu Hause rumliegen hat. Eigenwerbung. Aber in Zeiten von Hybrid-Drumsets, elektronischer Musik, Online-Unterricht und alledem bauen wir nicht nur eine normale Ablage, sondern eine Ablage mit einem Twist. Zuallererst braucht ihr natürlich ein Holzbrett in den von euch bevorzugten Maßen. Ich habe dafür eine Leimholzplatte genommen, weil ich die noch zu Hause rumliegen hatte, was wirklich eine furchtbare Idee darstellt, weil die sich im Laufe der Zeit in alle möglichen Richtungen verziehen kann. Ich hoffe nur, dass die Leisten das entsprechend in Form halten. Wesentlich besser wäre es natürlich gewesen, irgendeine Form von Sperrholzplatte zu nehmen, die die Form definitiv besser hält. Als nächstes braucht ihr Leisten, die ihr oben als Umrandung auf eure Holzplatte leimt oder zur Sicherheit noch festnagelt. Das ist eigentlich nicht nötig, habe ich aber trotzdem gemacht. Da müsst ihr nur aufpassen, dass von eurer Holzplatte nichts wegsplittert. Ich habe dafür Quadratstäbe genommen. Wesentlich besser sieht es natürlich aus, wenn ihr eure Holzplatte mit tatsächlichen Leisten außenrum verschalt, aber das Ding muss keinen Schönheitswettbewerb gewinnen. Damit ich nie wieder mein Notebook auf irgendwelche improvisierten Tischchen neben mein Schlagzeug stellen muss, habe ich die Ablage gleich so konstruiert, dass es in der Umrandung Aussparungen für meine Kabelanschlüsse gibt. Nach diesem Arbeitsschritt würde ich euch empfehlen, die ganze Ablage einmal rundherum abzuschleifen. Ich habe alle Ecken und Kanten ordentlich abgerundet, einfach nur damit es sich nachher besser anfühlt, aber es reicht auch, wenn ihr raue Stellen und Holzsplitter beseitigt. Ich habe die Ablage schwarz eingefärbt, damit sie sich nachher auf der Bühne besser einpasst. Das könnt ihr mit so ziemlich jeder beliebigen Farbe machen, aber möglicherweise braucht ihr mehrere Anstriche. Die Oberseite habe ich größtenteils ausgespart, weil diese noch beklebt wird. Ich selbst habe Sprühfarbe benutzt, bei der ihr allerdings aufpassen müsst, dass ihr wirklich auch in jede Ecke gekommen seid. Zum Schluss würde ich noch 1 bis 2 Lackschichten drauf machen, damit das Ganze auch was aushält. Beklebt die Fläche der Ablage mit einem weichen Material, damit Schlägel oder Instrumente beim Ablegen keine Geräusche verursachen. Ich habe eine Anti-Rutschmatte für den Kofferraum benutzt, Schaumstoff oder ein schwarzes Handtuch funktionieren aber auch sehr gut. Jetzt bleibt noch die wichtigste Frage, nämlich wie man die Ablage eigentlich auf einem Ständer befestigt. Möglichkeit Nummer 1 und für Schlagzeuger natürlich naheliegend wäre eine Tom-Rosette in Verbindung mit einem Tom-Arm und einem passenden Beckenständer. Den Tom-Arm könnt ihr mit Winkel verwenden oder ihr klopft den Pin raus und benutzt nur das Rohr. Weniger naheliegend, aber dafür deutlich billiger, wäre ein sogenannter Kloben. Das ist ein L-förmiges Bauteil, auf dessen Zapfen normalerweise Türen oder Fenster aufgesteckt werden. Ich benutze hier einen Kloben vom Typ D2 mit einem 16 mm dicken Zapfen, den man in manche Galgenbeckenständer einsetzen kann. Das funktioniert überraschend gut, ist aber meiner Meinung nach vor allem für kleinere Ablagen praktisch, die wenig Gewicht tragen müssen. Theoretisch besteht die Gefahr, dass die ganze Ablage zur Seite wegkippen kann, meiner Meinung nach allerdings hält das Ganze eigentlich bombenfest. In diesem Beispiel benutze ich die Reste eines alten Schlagzeughockers, weil ich auch die gerade noch rumfahren hatte. Für meine Zwecke ist ein alter Hocker als Basis ideal, weil die Ablage so sehr tief runterkommt. Für eine normale Ablagenhöhe ist das natürlich nichts. Jetzt befestigt ihr auf der Unterseite die Halterung eurer Wahl.
Jetzt kommen wir zum vorhin schon angesprochenen Twist. Die Ablage wäre ja an dieser Stelle eigentlich schon fertig, aber im Video ist euch vielleicht schon aufgefallen, dass der eine oder andere Bauschritt darauf hindeutet, dass da noch ein bisschen mehr mit passiert. Ich habe hier unten an der Ablage noch so einen hängenden Rahmen quasi angebracht. In den Rahmen stelle ich nachher mein Audio-Interface, um es an meinen Computer anzuschließen. Das hat den Vorteil, dass das alles schön aufgeräumt ist, oben das Notebook drauf und unten drunter hängt dann das Audio-Interface. Das Ganze ist so konstruiert, dass die Ablage mit oder ohne den Rahmen benutzt werden kann. Der lässt sich nämlich einfach über diese Flügelschrauben hier jederzeit abschrauben. Um das Kästchen an der Ablage zu befestigen, habe ich 2 Löcher durchgebohrt, von der anderen Seite je eine Einschlagmutter angebracht und 2 passende Flügelschrauben besorgt. Achtet auf die Balance eurer Gesamtkonstruktion und bringt das Kästchen so nah wie möglich ans Zentrum heran. Am Kästchen selbst sind 2 Winkel befestigt, deren Löcher ich dazu etwas aufbohren musste. Und so sieht das gute Stück aus, wenn es fertig ist. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin relativ zufrieden, wie das Ganze rausgekommen ist. Ich habe mit der schon mehrere Online-Unterrichtssessions bestritten. Da war die wirklich sehr praktisch und ich bin gespannt, wo die noch überall zum Einsatz kommen wird. Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, ob das Dreibein hier unten stabil genug steht, weil das ja doch relativ schmal ist im Vergleich zu einem Beckenständer. Aber da es sich um einen ehemaligen Schlagzeughocker handelt, sitzt das Ganze auch relativ weit unten, so dass das im Zweifelsfall nicht so leicht umgeschmissen werden wird, hoffe ich. Und da sollen ja auch öfter Sachen wie Notebooks oder ähnliches draufstehen. Das war mir da schon sehr wichtig, dass das stabil steht. Ich hoffe, ihr habt mit eurer Ablage genauso viel Spaß. Lasst mir doch ein Like da und diesen ganzen Kram. Ihr wisst Bescheid. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Tag. Macht Musik und bis dann. Ciao!